Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe E30 Tutorials. Hier ist euer Phil und ja, ihr seht heute, wie wir an meinem Wagen quasi den Wischermotor tauschen. Grund der ganzen Geschichte ist, der arbeitet in der Wahlstellung nicht vernünftig. Ich muss quasi den Wischer manuell anhalten, im richtigen Moment den Schalter loslassen. Ähm, ja, und das nervt total und ich vermute einfach einen Defekt im Wischermotor und deswegen muss das ganze Teil raus. Ja, was wichtig ist, nehmt euch so 1 bis 1,5 Stunden Zeit. Das ist so eine bisschen nervige Geschichte, aber durchaus machbar. Viel Spaß dabei. Und wie nicht anders zu erwarten, fangen wir jetzt hier auf der einen Seite an. Ihr nehmt hier mit einem Schraubenzieher hier diese kleine Plastikkappe ab und ja, legt die erstmal an die Seite. Es reicht, wenn ihr den Wischermotor ausbaut, dass ihr quasi den linken Scheibenwischerarm abbaut, weil der Wischermotor befindet sich quasi unter diesem Plastikgitter. Ja, das ist hier eine 13er Mutter, die lässt sich leicht abschrauben, keine große Aktion. Ähm, ja, dann müsst ihr so ein bisschen mit dem Schraubenzieher drunter hebeln, damit euer Wischer sich abheben lässt. Ja, wenn euer Wischer jetzt ab ist, dann kommt der nächste Schritt und zwar hier das Plastikgitter, das müsst ihr abmachen. Ja, ich nehme dafür hier einen Schraubenzieher, das ist nicht so leicht. Ja, ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr hier euer Auto nicht beschädigt, so vorsichtig hochhebeln. Auf der einen Seite von dieser Abdeckung sind so Metallklammern. Das kann sein, dass sie so ein bisschen durch die Gegend fliegen, wenn ihr das Teil rausnehmt. Und schaut euch an nachher, wenn ihr das Teil wieder einbaut, wie die zusammengehören. Der nächste Schritt ist hier, ihr seht hier die Spritzwand vorne, da muss halt dieses kleine Teil ab. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was das für ein Ding ist, aber auf jeden Fall muss das Teil von der Spritzwand ab, weil diese große Abdeckung müsst ihr abnehmen. Dahinter befindet sich auch das Heizungsgebläse, da müsst ihr aber nicht dran. Ihr müsst ja, im Prinzip eigentlich nur diese große Platte da abnehmen. Ja. Was ein bisschen nervig ist, diese Spritzwandabdeckung, die ist hier mit 4 Schrauben fest, Schlüsselweite 7. Das ist ein bisschen nervig, die rauszudrehen, weil die unteren, da kommt ihr relativ schlecht dran. Ihr könnt hier nur teilweise eine Stecknuss benutzen. Ja, dann habt ihr hier noch diese Plastikmuttern. Da sind noch Kabel dran festgebunden mit Kabelbindern. Die müsst ihr natürlich abklipsen und ja, am Ende, wenn ihr das nachher wieder zusammenbaut, natürlich wieder dran bauen. Die Plastikmuttern lassen sich ja einfach nach links drehen. Bei der hier ist es ein bisschen schwierig, weil da irgendwie nichts zum Drehen ist. Da helfe ich so ein bisschen mit meinem Schraubendreher nach. Ja, hier seht ihr, diese Platte ist schon so angelöst. Ich habe hier auch die ja, Motorhaubendeckeldichtung abgemacht, so ein bisschen an die Seite gelegt. Und ja, jetzt könnt ihr das Ding schon so ein bisschen bewegen. Wichtig ist, dass ihr alle Kabel da abmacht, befreit von den Kabelbindern, sonst bekommt ihr das Teil nicht raus. Hier seht ihr nochmal diese kleinen 7er Schrauben, Blechschrauben, an die ihr relativ schlecht drankommt. Ihr müsst euch hier so ein bisschen Platz machen, weil hier einige Kabel im Weg liegen. So, hier ist nochmal so eine Plastikmutter, hier könnt ihr besser dran drehen, die hat hier einen Sechskant. Die müssen natürlich alle ab, sonst bekommt ihr das Teil nicht ab. Ja, hier seht ihr mal die kleine Knarre, die ich hier benutze. Da komme ich noch mit dran hier an den Schrauben. Auf einer Seite musste ich leider einen kleinen 7er Ringschlüssel benutzen. Ja, hier ist unsere Spritzwandabdeckung schon ab. Ja, da könnt ihr unseren Gebläsemotor sehen, hier diese Plastikteile und ihr seht auch, hier ist eine Menge Dreck drin.
das könnt ihr so ein bisschen sauber machen. Und da ist unser Wischermotor mit der Kabelverbindung. Ja, da oben ist noch so eine Plastikabdeckung, die müsst ihr dann so ein bisschen an die Seite ziehen. Hier der Blick von vorne. Ja, ich habe jetzt hier den Stecker abgezogen. Das ist hier die Stromverbindung. Ja, und als nächstes, ja, könnt ihr da im Prinzip da unten seht ihr so eine 10er Mutter. Hier seht ihr nochmal, dass ich die Dichtung an die Seite lege. Die dreht er raus. Ja, das geht einfach besser damit. Wobei dieser Halter, wo die fest ist, der ist oben angeschweißt. Das heißt, ihr könnt leider diesen Halter nicht rausnehmen mit dem Wischermotor. Der Wischermotor selber ist auch noch an dem Wischergestänge fest. Das ist gleich noch so ein bisschen knifflig, diesen Wischermotor von dem Gestänge abzubekommen. Und so ein bisschen knifflig ist auch hier diese Plastikabdeckung. Die müsst ihr nach hinten rausziehen. Könnt ihr dann einfach so hinten liegen lassen. Ja, hier sieht man den Motor nochmal mit den ganzen Kabelverbindungen. Und ihr seht auch, ja, der liegt da so drin. Und der ist quasi mit 3 Schrauben fest. Das sind 3 M6-Schrauben, die von unten unter diesen Stahlhalter da festgeschraubt sind. Und in der Mitte ist nochmal eine zentrale Mutter, die quasi den Motor ja, an dem Wischermotorgestänge da festhält. Und zwar die Verbindung ist ungefähr so wie bei den Scheibenwischerarmen. Ihr habt da eine Verzahnung und da ist quasi dieser Wischermotor drauf gequetscht. Ich habe hier beim ersten Mal, weil ich das auch noch nie gemacht habe hier an dem Auto, das ist so verdammt eng und man sieht nichts und deswegen habe ich mir mal so einen kleinen Spiegel genommen und mich so ein bisschen orientiert. Hier seht ihr zum Beispiel 2 der Schrauben und die zentrale Mutter, womit der Motor festgemacht wurde. Ja, und das Wischergestänge lässt sich dann quasi ähm, herunterdrücken. Hier seht ihr die Verzahnung. Das ist so ein bisschen hartnäckig. Das könnt ihr so ein bisschen erfühlen, wenn ihr da reingreift. Das kann ich euch jetzt hier im Video leider nicht so richtig zeigen, aber mit ein bisschen Geduld, irgendwann löst sich dieses Gestänge von dieser Verzahnung und dann könnt ihr den Motor nach vorne rausziehen. Ja, hier seht ihr nochmal, unterhalb des Halters war kurz zu sehen der Hebelarm, wo eben der Motor fest ist. Ja, und da habe ich den jetzt auch schon draußen und ja, wir wollen ja nach der Ursache gucken, was jetzt sein kann, warum der eben nur teilweise funktioniert. Und ich vermute auch schon aufgrund eines Foreneintrages, dass quasi die Schleifkontakte versifft sind, zu viel Fett. Und man kann hier ganz wunderbar hier diese Klammern lösen und diesen Plastikdeckel einfach abmachen, um zu schauen, wie es darunter aussieht. Im Laufe der Jahre kann es einfach sein, dass sich das Fett, was in diesem Motor drin ist, einfach so sehr verharzt und verhärtet, dass die elektrischen Kontakte dadurch behindert werden. Und das wäre eigentlich so, ja, und hier seht ihr das auch schon, ne, einmal hier vorne unsere Schleifkontakte, 2 Stück, die sind auch total versifft mit altem Fett. Und auch unten die Platte, da ist auch eine Menge altes Fett. Und letztendlich holt er sich ja da den elektrischen Kontakt. Und ja, das muss einfach so ein bisschen sauber gemacht werden und ihr könnt das dann am Ende, wenn es sauber ist, mit ein bisschen WD-40 einölen, sofern ihr einfach kein geeignetes Fett zur Hand habt. Schön sauber wischen hier das Ganze und wenn ihr das soweit habt, könnt ihr das wieder zusammenbauen. Ja, während ihr hier seht, wie ich hier meine Kontakte säubere, sorgfältig, wollte ich noch sagen, wenn ihr diese 3 Schrauben abschraubt von eurem Wischermotor, dann ist es so, dass ihr eigentlich nur an 2 der 3 Schrauben vernünftig mit einer kleinen Stecknuss drankommt von unten in diesem Schacht. Und eine gute Geschichte ist es beim Ausbau, die eine Schraube, wo er nicht drankommt, dann einfach in den Innenraum zu gehen und ja, den Wischermotor so eine halbe Umdrehung weiterlaufen zu lassen, die Zündung direkt wieder auszumachen und dann kommt ihr an diese Schraube dran. Beim Einbau nachher ist es auch wichtig, das umgekehrt zu machen. Ihr kommt wiederum an 2 der 3 Schrauben gut ran und an die dritte wiederum nicht.
Und das liegt natürlich daran, dass euer Wischermotor verstellt ist. Ihr bringt ihn einfach wieder in die Nullstellung, also in die Ausgangslage, und schwupps kommt er wieder an diese dritte Mutter ran. Aber das Problem werdet ihr schon bemerken, wenn ihr ja, euren Motor wieder einbaut. Hier könnt ihr sehen, ich habe jetzt meine Kontakte schön sauber gemacht. Ne, die glänzen wieder schön und WD-40 ist auch so ein bisschen drauf. Und jetzt könnt ihr das Teil wieder zusammenstecken. So, wenn das alles jetzt soweit fertig ist, schön sauber, dann steckt ihr euren Motor wieder rein. Und ich kann euch leider aus Erfahrung sagen, dass es höchstwahrscheinlich so um ja, 10 Minuten bis Viertelstunde dauert, bis ihr den Motor wieder fest habt, weil ihr kommt wirklich nur sehr, sehr beschissen an diese drei Schrauben dran. Die müsst ihr von unten da reinfummeln in die richtigen Löcher. Ja, und ihr habt sehr, sehr wenig Platz für eure Knarre. Und am Ende müsst ihr natürlich noch hier euer Wischergestänge unten montieren mit der Zentralmutter. Aber es ist alles machbar. Ja, aber endlich haben wir es geschafft, unseren Motor hier einzubauen, und jetzt können wir hier unsere M6-Schraube wieder festmachen von dem Halter. Dann nehmen wir wieder unseren 10er T-Schlüssel, um die festzuschrauben. Ja, und wenn ihr jetzt soweit seid, dann könnt ihr natürlich auch hier wieder die Steckverbindung komplettieren für unseren elektrischen Anschluss. Natürlich muss diese Plastikabdeckung hier wieder auf unserem Wischermotor, die hatte ich nach rechts oben hier auf dem Video geschoben. Genau, und das ist jetzt so ein bisschen nervig und fummelig, die jetzt wieder in die richtige Position zu bringen. Das ist sehr, sehr eng, und ihr müsst so ein bisschen darauf achten, dass ihr die Kabel nicht einklemmt. Sobald eure Abdeckung drauf ist, könnt ihr auch hier wieder die Spritzwandabdeckung draufpacken. Darauf aufpassen, dass die Löcher übereinstimmen, und ja, ihr müsst natürlich hier unsere Plastikmuttern nachher wieder drauf machen und unsere 4 kleinen Blechschrauben mit den 7 mm Schraubenköpfen. Ja, jetzt haben wir unsere Leitung wieder fest, und jetzt kommt unser Gitter wieder drauf, und wie vorhin angedeutet, hier sind unsere Metallklammern, die müssen wieder in die richtigen Positionen. Hier vorne, das sind 3 Stück auf der einen Seite, und ja, das Ding sorgfältig und vorsichtig wieder reinklipsen. Im Anschluss könnt ihr jetzt die Motorhaubendichtung wieder drauf machen, ordentlich einfach wieder festmachen, das Ganze. Ja, und am Ende natürlich unseren Scheibenwischer wieder drauf, der Arm. Guckt, dass er den richtig ausrichtet auf die Nullstellung. Der Wischermotor ist ja jetzt wieder so, als wäre das Ding nicht an. Das heißt, eure Wischer müssen jetzt vorne an der Scheibe anliegen.
Und ja, ihr müsst das natürlich gleich ausprobieren. Jetzt hier nochmal die Zentralmutter, eine 13er, festziehen. Ja, und dann seid ihr durch damit. Jo, nun können wir das Ganze testen und wie ihr seht, es war von Erfolg gekrönt. Unser Wischermotor funktioniert wieder wie am ersten Tag. Ja, das war's für heute und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was daraus gelernt. Es ist jetzt doch gar nicht so schwer wie befürchtet, den Wischermotor auszubauen. Es ist alles machbar. Ich denke, beim nächsten Mal braucht ihr keine Schweißperlen auf der Stirn haben, wenn ihr daran denkt, das zu machen. Ich denke, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis bald, euer Phil.